Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war von Joachim Meyerhoff ist der zweite Teil der Reihe. Alle Toten fliegen hoch und bietet eine außergewöhnliche Mischung aus autobiografischem Roman, Coming-of-Age-Geschichte und humorvoller Gesellschaftsanalyse. Im Mittelpunkt steht das Aufwachsen des Protagonisten auf dem Gelände einer psychiatrischen Klinik, in der sein Vater als Direktor arbeitet. Die ungewöhnliche Umgebung, in der Patienten, Mitarbeiter und Familienangehörige zusammenleben, bildet den Hintergrund für Meyerhoffs Erkundung von Kindheit, Familie und den Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Die allmähliche Konfrontation mit Krankheit und Tod, aber auch mit absurden und komischen Momenten des Alltags prägt den Ton des Romans. Meyerhoff versteht es, mit viel Empathie, Ironie und Tiefgang die Ambivalenz menschlicher Erfahrungen darzustellen. Sein Erzählstil zieht durch seine Ehrlichkeit und seinen feinen Humor die Leser in den Bann. Die realen Erfahrungen, auf denen die Figuren und Episoden beruhen, verleihen der Geschichte eine besondere Authentizität und machen sie für viele Leserinnen und Leser greifbar und nachvollziehbar. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Das außergewöhnliche Setting einer Psychiatrie. Das zentrale Setting des Romans ist die norddeutsche Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der die Familie Meyerhoff auf dem Klinikgelände lebt. Dies ist bewusst ungewöhnlich gewählt und prägt den Alltag der Familie sowie die Sicht des Jungen auf die Welt. Hier wächst der Protagonist mit sowohl den Patienten als auch den Ärzten auf und entwickelt ein Verständnis für Andersartigkeit und psychische Erkrankung, das weit über die gängigen gesellschaftlichen Stereotype hinausgeht. Das Krankenhaus wird dabei nicht nur als Ort der Krankheit, sondern auch als Raum des Lebens, der Begegnung und Integration dargestellt. Meyerhoff erzählt von der Normalität des Außergewöhnlichen, von Festen, Freizeitbeschäftigungen und unfreiwillig komischen Alltagssituationen. Alles in einem Milieu, das normalerweise vielleicht Angst macht oder fremd wirkt. Dadurch entsteht eine Enttabuisierung psychischer Erkrankungen und die Leser erhalten tiefe Einblicke in eine Welt, die sonst meist verschlossen bleibt. Zweitens. Familiäre Dynamiken und Bindungen. Ein zentrales Thema des Romans ist die besondere Beziehung des Jungen zu seinen Eltern und Geschwistern. So steht vor allem die komplizierte Vater-Sohn-Beziehung im Mittelpunkt, zwischen Bewunderung und Rebellion, zwischen Nähe und Distanz. Der Vater, selbst Direktor der Psychiatrie, strahlt einerseits Autorität aus, andererseits zeigt er auch Unsicherheiten und Eigenheiten, die den Sohn an ihm zweifeln und ihn trotzdem lieben lassen. Die Mutter wird als humorvoll und verständnisvoll gezeichnet, die oft als Vermittlerin zwischen den verschiedenen Welten agiert. Die Schilderungen familiärer Beziehungen sind von großer Empathie und feinem Humor geprägt, sodass sich viele Leser in den Erzählungen wiederfinden können, auch wenn sie selbst nicht unter solch außergewöhnlichen Umständen leben. Gleichzeitig verdeutlicht Meyerhoff, wie prägend diese Bindungen für die emotionale und charakterliche Entwicklung eines Kindes sein können. Drittens. Kindheit zwischen Normalität und Absurdität. Meyerhoff schildert die Kindheit als eine Zeit voller Wunder, Widersprüche und Erprobungen. Der Alltag des Jungen ist geprägt sowohl von ganz gewöhnlichen Momenten wie Schulbesuchen, Freundschaften und erster Liebe, als auch von skurrilen, teils schockierenden Erlebnissen und Begegnungen. Diese Mischung macht die Lektüre einzigartig. Die Leser werden Zeuge davon, wie sich aus alltäglichen und ungewöhnlichen Erfahrungen eine individuelle Identität herausbildet. Die zahlreichen skurrilen, humorvollen Episoden, beispielsweise Streiche, Feste, Begegnungen mit Patienten, fördern das Verständnis für die Lebenswelt der Hauptfigur. Der ständige Wechsel zwischen Komik und Tragik ist dabei ein wesentliches Element des Romans, da er das Erwachsenwerden nicht idealisiert, sondern als einen Prozess voller Up und Downs, Unsicherheiten und Erkenntnisse beschreibt. Viertens. Der Umgang mit Krankheit und Tod. Ein zentrales Motiv in Meyerhoffs Roman ist die Auseinandersetzung mit Krankheit, Anderssein und Tod, schon im Kindes- und Jugendalter. Da der Alltag auf dem Klinikgelände auch die Nähe zu psychisch Kranken und deren Schicksalen mit sich bringt,
wird früh klar, dass das Leben nicht nur von Glück und Gesundheit bestimmt wird. Der Tod von Patienten oder Kollegen, der Umgang mit depressiven oder suizidalen Menschen, aber auch eigene Ängste und Unsicherheiten werden ungeschönt, aber dennoch humorvoll und empathisch dargestellt. Der Autor zeigt, wie diese Erfahrungen die Perspektive auf das Leben, das Miteinander und die eigene Verletzlichkeit nachhaltig beeinflussen können. Zugleich betont Meyerhoff die Bedeutung von Bewältigungsstrategien, familiärem Zusammenhalt und einem offenen Dialog über schwierige Themen. Etwas, das im echten Leben oft zu kurz kommt. Schließlich Humor, Selbstironie und erzählerische Leichtigkeit. Ein großer Reiz des Romans liegt in Meyerhoffs außergewöhnlichem Erzähltalent und seinem feinen Humor. Trotz der schweren Themen schafft es der Autor mit einer gewissen Leichtigkeit, Ironie und oftmals beißendem Witz die Geschichten zu erzählen. Die oft skurrilen Situationen, die Reaktionen der Familienmitglieder oder Patienten und die nostalgisch humorvolle Aufarbeitung der eigenen Jugend geben dem Buch seinen einzigartigen Ton. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit Meyerhoffs, in scheinbar banalen oder tragischen Erlebnissen immer wieder komische Aspekte zu entdecken und zu verarbeiten. Diese Balance macht den Roman sowohl tiefgründig als auch unterhaltsam und sorgt dafür, dass sich die Leser einerseits bei schwierigen Themen nicht überfordert fühlen, andererseits aber zum Nachdenken und Mitfühlen angeregt werden. Zusammenfassend: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Empfiehlt sich für Leserinnen und Leser, die Interesse an literarischen Coming-of-Age-Geschichten, autobiografischen Romanen und gesellschaftlichen Themen wie Familie, Krankheit und Identität haben. Besonders wer authentische, vielschichtige Figuren und einen humorvollen, trotz aller Tragik lebensbejahenden Ton schätzt, wird an diesem Buch große Freude haben. Meyerhoffs Art zu schreiben ist klug, warmherzig und so persönlich, dass viele sich in den beschriebenen Erlebnissen und Gefühlen wiederfinden. Für Menschen, die einen neuen Blick auf das Thema psychische Gesundheit suchen, bietet der Roman wertvolle Einblicke, ohne zu belehren oder zu beschönigen. Darüber hinaus ist dieses Buch ein Plädoyer für das Verständnis des Andersseins und die Akzeptanz von Vielfalt. Im Vergleich zu anderen Büchern sticht Meyerhoff durch seine Mischung aus Humor, Ernsthaftigkeit und erzählerischer Frische hervor. Seine Geschichten erweitern den eigenen Horizont und machen Mut, die eigenen Erfahrungen offener zu reflektieren. Wer also nach einer berührenden, intelligenten und gleichzeitig unterhaltsamen Lektüre sucht, findet hier ein Werk, das nicht nur amüsant ist, sondern auch zum Nachdenken anregt und das Verständnis für den Wert von Familie und Gemeinschaft vertieft. Dieses Buch ist eine außergewöhnliche Bereicherung für jede Leseliste. Wenn Sie unterstützen möchten, Joachim Meyerhoff, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.